Heute trinken wir einen Kaffee aus dem Blauen Haus Café. Und das ist ein Swiss Aqua, oder wie heißt der? Ja, das ist das Swiss Aqua. Für meinen Geschmack ein bisschen dünn. Heute reden wir über den Schnitt von Ja, was ist The Lighthouse? Der Lighthouse ist ein Film über zwei Lighthouse-Wärter, die auf einer Leuchtturminsel quasi abgesetzt werden und dort 4 Wochen verbringen. Und das Besondere ist an der Geschichte, dass man auch als Zuschauer mit den 2 Protagonisten insofern mitfühlt, dass die nicht wissen, wie viel Zeit jetzt eigentlich tatsächlich verstrichen ist, seit sie auf der Insel sind. Und als Zuschauer wird man auch mehr und mehr verwirrt und ist sich nicht sicher, okay, sind es jetzt tatsächlich schon 2 Monate oder doch nur eine Woche. Und das wird durch die ellipsenhafte Art und Weise des Schneidens deutlich hervorgebracht, finde ich. Der Film lässt halt einfach viele Erzählschritte einfach weg. Und was ich aber zu der Ellipse noch sagen wollte, dass man vor allem in einer Szene das auch, also normalerweise sind die Szenen in sich ja schon traditionell geschnitten, sage ich jetzt mal. Aber das erste Mal, wo Willem Dafoe oben im Leuchtturm ist und irgendwas mit diesem Licht passiert, da ist seine Handlung, es ist nur ein Schnitt, aber da ist auch ein Teil seiner Handlung ausgelassen. Und das ist da im Kleinen quasi in einer Szene und später ist es eben auf das strukturelle Editing angewandt. Diese Verwirrung zwischen Raum und auch Zeit, aber eigentlich eher Zeit, entsteht durch die harten Szenenübergänge. Durch sich schlagartig wechselnde Tonverhältnisse und aber auch bildlich. Es trägt tatsächlich dazu bei, dass man eben als Zuschauer sich auch vor den Kopf gestoßen fühlt, wie die Protagonisten selber eben auch. Und es hat so eine unterschwellige Aufgeschrecktheit, oder? Ja. Man schaut sich den Film nicht ruhig an, sondern wird bei jeder Szene wieder neu man wird drauf gestoßen. Es ist beunruhigend. Es ist die ganze Zeit beunruhigend tatsächlich durch solche Stilmittel. Hier trägt halt der Schnitt einfach ganz stark zu der Atmosphäre bei und zu der Geschichte. Ja. Denn die 2 Typen auf der kleinen Insel, für die vergehen diese 4 Wochen wahrscheinlich auch super langsam und erinnern sich gar nicht an alles, was sie gemacht haben, weil sie nur auf diesem einen Punkt sitzen und nichts machen können. Nur aufeinander sitzen. Oder man weiß gar nicht, ob es 4 Wochen sind. You're so mad, you know not up from down. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Where are we? Aber was ich damit sagen wollte, ist halt dass die Zeit dadurch halt so Aussätze hat. Dass sie selber nicht wissen, wie lange sie schon da sind. Und das wird unterstützt durch den Schnitt. Also es versetzt einem noch mehr in die Lage von Robert Pattinsons Charakter, der ja sein eigenes Zeitgefühl hat. Weeks, Winslow, weeks. What? What do you mean, what? Weeks, weeks. We slept in, dead drunk. It's been weeks ago since we missed our Winslow. Ja, dieses Problem mit der Zeit wird sehr stark durch den Schnitt unterstützt und dadurch wird der Schnitt noch mehr als bei anderen Filmen zum integralen Bestandteil der Story auch und des Films, was ziemlich cool ist. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, wie gut die Dialoge auch geschnitten sind. Nur wirklich bei Wendepunkten oder wenn es wirklich Sinn macht, ist umgeschnitten auf den anderen. And plunges right through your gullet! It's
the sea! Wir sind wie auch Robert Pattinsons Charakter, dieser Name ist einfach so schwierig, so gefesselt und gebannt von dieser Verfluchung, dass man überhaupt nicht weggucken kann und es wird deswegen auch nicht weggeschnitten. Ja. Erst am Ende, wenn die Szene quasi aufgelöst wird, springen wir in eine Totale und damit wird die ganze Atmosphäre wieder aufgelöst und auch mit einem Witz dann. Die Spannung wird aufgelöst. All right, have it your way. I like to cook it. Sie schneiden halt nicht so schnell hin und her, immer wieder das, also meistens. Sondern es ist schon immer sehr gezielt eingesetzt, die Reaktion oder derjenige, der spricht. Immer nur an bestimmten Punkten, wo es auch wirklich, Wo es Sinn ergibt. Da, wo du den anderen sehen möchtest. genau, wo es halt wirklich Sinn ergibt. Und so ist das geschnitten. Wenn wir jetzt bei der Szene bleiben, so wie sie anfängt mit der Verfluchung, da sitzen sie ja am Anfang gegenüber. Und die Kamera fährt so langsam drauf zu und ganz, ganz lange ist es einfach nur diese Zufahrt, während sie reden. Und dann auch wieder am Wendepunkt, also am ersten Wendepunkt des Dialoges, wenn Robert Pattinson aufsteht, dann ist da ein Schnitt. What? What? That's what I mean! That's the trouble with you. That's the trouble with you. With you! With you! No! No! I want a steak! I want a goddamn steak! Das ist so ein Einsatz von sehr gezielten Schnitten, die genau das dann transportieren, was man eigentlich haben möchte. Immer nur dann umschneiden, wenn es auch wirklich Sinn macht. Und auch einfach mal Einstellungen länger aushalten. Es war sehr angenehm tatsächlich, dass es nicht so schnell geschnitten war. Das Also liegt ich aber auch fand im es gut. Schauspiel, ja. Also da will man auch einfach zuschauen dann. Die waren natürlich auch großartig, das muss man dazu sagen. Auch die Endszene. Viele Sachen zeigt der Film einem auch nicht. Man sieht nur Roberts Reaktion auf das Licht. Okay, ja. Ja. Man sieht das Licht, aber selber eigentlich nicht. Es wird nicht auf das Licht umgeschnitten. Was ist jetzt tatsächlich real passiert? Was ist nur Einbildung? Damit spielt der Film ja auch Es sehr. wird mystifiziert. Es geht ja ganz stark darum, was ist es denn jetzt? Wenn man sich Gedanken macht, was der Film rüberbringen soll und die Atmosphäre, wenn der Schnitt die Atmosphäre liefert, dann ist alles schon mal. Ja. Noch was zu sagen? Ich sag 5 von 5 Nelken. 5 von 5 Nelken, ja. 5 von 5. Sehr kreativ, sehr gut eingesetzt, unterstützt. Und Gedanken gemacht über den Schnitt. Ja, guter Film, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Yes.